Every second, ever since, somewhere the game of love begins. A gentle touch, a new emotion. You can't resist Cupid's potion. But they say that love is just a choice, something you use for making noise, and that the way that you were born is against nature and her laws. Every love is different but the same. A blank canvas without a frame. Lovers are not the ones to blame. Join us to protect the flame. Love is not for propaganda. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is no strategy, no faith, no view, and no ideology. Oppression must surrender. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is not for propaganda. Now is the time to meet. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is no strategy, no faith, no view, and no ideology. Oppression must surrender. Love is not for propaganda. Every love is different, but the same. See, love is not for propaganda. Lovers are not the ones to blame. They say, be who you are, but if you don't hide your kiss. They say you went too far. You're the one amiss. Every love is different but the same. A blank canvas without a frame. Lovers are not the ones to blame. Join us to protect the flame. Love is not for propaganda. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is no strategy, no faith, no view, and no ideology. Oppression must surrender. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is not for propaganda. Now is the time to meet. Love is not for propaganda. Love is what we all need. Love is no strategy, no faith, no view, and no ideology. Oppression must surrender. Love is not for propaganda. Every second, ever since, somewhere the game of love begins. Love is not for propaganda. Putin hat ein Gesetz unterschrieben. Unterschrieben auf einem Stück Papier. Ein Stück Papier, mit dem er seinem Volk den Krieg erklärt. Es ist eine Kriegserklärung, die angeblich die Kinder Russlands schützen soll. In Wahrheit ist es eine Kriegserklärung an die Würde der Menschen, eine Kampfansage an die Menschenrechte, ein Dolchstoß an die Liebe. Wir sitzen mit Freunden. Es ist der 31. Juli 2013. Wir lachen viel und dann spricht einer über Russland. Hast du schon gehört, was gerade in Russland passiert? Präsident Putin hat ein Gesetz unterschrieben, welches selbst das positive und neutrale Sprechen über Homosexualität verbietet. Hast du schon diese Videos gesehen, in denen junge Homosexuelle gefoltert werden? Hast du schon das Video von Barbie gesehen? Barbie Breakout, unsere Freundin, hat sich vor laufender Kamera aus lauter Verzweiflung mit Nadel und Faden den Mund zugenäht. Hast du gesehen, wie ihr das Blut am Hals entlangläuft?
Sie hat sich den Mund zugenäht, weil sie zeigen will, dass dieses menschenverachtende anti-homosexuellen Propagandagesetz mit den Menschen macht. Es näht ihnen den Mund zu. Am Ende des Videos sagte dann eine Stimme aus dem Off: Open your mouth. Und unsere Idee zur Demonstration war geboren. Wir planen eine Demo. Am 31. August wollen wir auf die Straße. In 31 Tagen ist es soweit. Und wir fragen uns, wie viele werden mitkommen? Nun, wir sind zu siebt, dachten wir. Wenn wir all unsere Freunde überreden, dann wären wir bestimmt 200 oder 300 Leute. Das klingt realistisch. Und dann kam der 31. August. Am 31. August die große Überraschung. 8.000, 9.000, 10.000 Menschen. Es sind so viele, wir können sie nicht alle zählen. Ein Meer an Regenbogenfahnen auf den Straßen Berlins. Die Straßen Berlins sind die Adern unserer Stadt. Und an diesem Augusttag fließt der Regenbogen durch das Herz unserer Hauptstadt. Menschen aus ganz Deutschland, Menschen aus weiten Teilen Europas sind angereist, um zu sagen, enough is enough. Open your mouth. Stop Homophobia. Die Community ist tot. Es lebe die Community. Die Community, also ich, du, wir alle, wir können viel mehr als nur Party machen. Gemeinsam können wir etwas verändern. Wir können füreinander einstehen, wir können gemeinsam unsere Rechte einfordern und gemeinsam unsere Würde beschützen. Denn eins ist klar, unsere Würde, die Würde aller Menschen ist unantastbar. Und wir können vor allen Dingen eins, wir können mitfühlen. Wir wissen, wie es ist, wenn wir nicht so leben können wie die anderen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn wir nicht Hand in Hand durch die Stadt laufen können. Wir wissen auch, was es bedeutet, wenn wir uns draußen nicht küssen können, vor allem dann, wenn es alle anderen dürfen. Wir wissen, was es bedeutet, von zu Hause rausgeworfen zu werden. Wir wissen auch, was es bedeutet, wenn wir angespuckt werden oder eins auf die Fresse bekommen, nur weil wir so sind, wie wir sind. Ja, wir können mit den Homosexuellen, Bi-, Trans- und Intersexuellen in Russland mitfühlen. Wir wissen, es könnten wir sein in diesen brutalen Videos. Wir wissen, es könnten unsere Geschwister sein, unsere Söhne und Töchter, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Und deswegen sind wir gemeinsam mit euch im letzten August auf die Straße gegangen. Und wir sind auf die Straße gegangen, weil wir unserer Empörung Luft machen wollten. Unsere Empörung darüber, dass man ein Fest der Nationen, ein Fest der Menschlichkeit und des Sports nicht an ein Land übergeben darf, wo die Menschen ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt werden. Diese 22. Olympischen Spiele hätten niemals in Russland stattfinden dürfen. Nach der Demo kam dann immer wieder die Frage, was plant ihr zu den Olympischen Spielen? Plant ihr einen weiteren Protest? Und diese Fragen haben uns wochenlang begleitet. Wir hatten im August vor der russischen Botschaft ein Versprechen abgegeben, dass wir am Thema dranbleiben, dass wir weiter unsere Stimme erheben werden. Nur wir wussten nicht genau, können wir uns wieder auf euch, können wir uns wieder auf unsere Community verlassen? Bleibt die Community auch wirklich am Thema dran? Vor allem bleibt die Community auch dran im Februar. Im Februar ist es in Berlin kalt. In der Regel regnet es, es schneit. Der Berliner Winter, das wissen wir alle, kann schrecklich sein. Aber nichts kann so schrecklich sein wie das Gefühl der Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen, die gejagt, gefoltert und in vielen Teilen der Welt auch oft umgebracht werden, nur weil sie sind, wie sie sind. Also war klar, wir machen wieder was. Eine Flamme. Eine Regenbogenflamme mitten in Berlin. Ein Ort der Begegnung,
der Aufklärung. Eine Flamme, die durch ihr Strahlen etwas Licht in die Dunkelheit um die anti-homosexuellen Propagandagesetzgebung bringen soll. Viele haben immer noch keine Ahnung, was da gerade in Russland los ist. Wir wollten die Menschen fragen, hast du schon gehört, was gerade in Russland passiert? Hast du schon gehört, was gerade in Uganda, in Nigeria, in Indien und in vielen anderen Ländern passiert? Hast du schon gehört, was gerade in Baden-Württemberg passiert? Eine Flamme mitten in Berlin, mitten am Potsdamer Platz. Diese Flamme soll über den gesamten Zeitraum der Olympischen Spiele in Sotschi brennen. Also eine Rainbow Flame mitten in Berlin, mitten am Potsdamer Platz, eine Dauermahnwache, 16 Tage und 15 Nächte, 24 Stunden lang. Und wir hatten 2,5 Wochen Zeit bis Sotschi. Schon wieder so eine spontane Aktion von uns. Und wir haben uns oft gefragt, schaffen wir das überhaupt? Und vor allen Dingen haben wir uns auch gefragt, wer soll die Flamme bewachen? Und wer soll da nachts stehen? Uns war eins klar, es finden sich bestimmt einige Leute aus der Community, die uns unterstützen werden. Aber eins war uns auch klar, wir, also die Organisatoren, wir müssen dort die meiste Zeit stehen, vor allem nachts. Also hieß es für uns, ran an die Arbeit. Die Website rainbowflame.com übernimmt Dennis. Dort sollen sich die Leute für die Mahnwache eintragen. Die Grafik der Infowände und des Logos übernimmt Marco gemeinsam mit Maida. Bill übersetzt alle Texte ins Englische. Sebastian und Christoph übernehmen die Planung und die Logistik. Stefan und ich übernehmen die Pressearbeit. Julian ist unser Fotograf und unser Controller. Wehe, wir geben 1 Cent zu viel aus. Schließlich wollen wir nach Sotschi so viel wie möglich Geld an russische LGBTI-Organisationen weiterspenden. Apropos Spenden. Ohne die Spenden der Community geht gar nichts. Wir haben uns oft gefragt, spendet die Community ihr Geld einfach mal so an wildfremde Menschen, nur weil diese auf Facebook dazu aufrufen? Werden sie uns ihr Geld anvertrauen? Und es gab nur eine Antwort. Wir versuchen es einfach mal und dann schauen wir. In 2,5 Wochen gingen bei uns über 750 einzelne Spenden ein. In 2,5 Wochen haben Unterstützer und die Community 31.070 Euro gespendet. Gespendet, nur weil sie gemeinsam mit uns einen Traum hatten. Die Rainbow Flame mitten in Berlin. Liebe Community, vielen herzlichen Dank. ...16 Tage und 15 Nächte. Das sind 385 Stunden. Pro Stunde müssen 3 Menschen die Flamme bewachen. Ja, auch nachts. Ja, auch wenn es regnet und wenn es stürmt. 385 Stunden mal 3, das macht also insgesamt 1155 Schichten, die wir dringend besetzen müssen. Und schon wieder diese fiese Stimme im Ohr, die uns sagte, das bekommen wir nie hin. Niemals, da stellt sich nachts keiner hin. Nachts, da müssen wir uns hinstellen. Und Tatsache ist, es haben sich 690 Menschen für die Mahnwachen registriert. 1155 Stunden waren zu vergeben und über 1600 Stunden hat die Community hier gestanden. Es wurden über 500 mehr Stunden geleistet als notwendig. Und das ist nur die offizielle, die registrierte Zahl. Viele kamen aus Berlin, einige aus ganz Deutschland, einer extra aus London, ein anderer extra aus Stockholm. Tatsache ist auch, wir, die Organisatoren, mussten theoretisch hier nie stehen, weil sich immer genug Menschen aus der Community bereit erklärt haben, hier an der Rainbow Flame ein Zeichen zu setzen. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen herzlichen Dank. Die Rainbow Flame
wurde von Schwulen und Lesben beschützt. Die Rainbow Flame wurde von Bi-, Trans- und Intersexuellen beschützt. Und die Rainbow Flame wurde von Heterosexuellen beschützt. Alle vereint. Alle vereint. Und die oft zitierten Mauer in der Szene zwischen Lesben und Schwule, zwischen Homos und Bi-, Trans- und Intersexuellen, zwischen Jung und Alt, diese Mauer spurlos verschwunden. Hier, wo einst die Mauer unsere Stadt teilte, durfte einfach keine neue Mauer errichtet werden. Vielen Dank dafür. Jetzt ist die gute Gelegenheit, euch mal anzuschauen. Schaut euch mal an. Schaut euch an, die Menschen, die gerade neben euch stehen. So eng zusammen haben wir schon lange nicht gestanden. Lasst uns dieses Gefühl gemeinsam mitnehmen. Lasst uns gemeinsam dieses Gefühl in unsere Community weitertragen. Lasst uns gemeinsam dieses Gefühl in unsere Vereine und in unsere Organisationen bringen. Denn nur gemeinsam können wir laut genug sagen, enough is enough, stop Homophobia. Viele konnten nicht dabei sein und sie waren doch hier. Wie der junge Mann, der hier in der Nähe irgendwo wohnt und der jeden Morgen auf seinem Fahrrad um 6 Uhr morgens ankam und uns eine Kanne Kaffee vorbeigebracht hat. Oder wie ein anderer, der uns selbstgebackenen Kuchen vorbeibrachte. Einige haben uns ihre Gästezimmer angeboten, falls jemand zur Rainbow Flame reisen wollte und eine Übernachtungsmöglichkeit kostenlos gebraucht hätte. Ein Mann hat hier vor der Rainbow Flame seinem Partner einen Heiratsantrag gemacht. Wir wissen von 3, 4, vielleicht auch mehr Menschen, die hier während ihrer Mahnwachen ihren eigenen Geburtstag gefeiert haben. Und wir haben heute hier jemanden, der hier gerade seinen 40. Geburtstag mit uns feiert. Herzlichen Glückwunsch. Das sind nur einige der vielen Beispiele der Solidarität, die uns hier in den letzten 16 Tagen und 15 Nächten begleitet und verzaubert haben. Wir haben uns immer wieder gefragt, warum tut ihr das? Und ihr habt uns geantwortet, weil man Liebe nicht für Propaganda missbrauchen darf. Love is not for propaganda. Unsere Hymne, unsere Romy Haag, Sean Abram, Stefan Kuschner und Wilhelmine Schneider, sie haben uns gemeinsam mit Johannes Kram, mit Sebastian Pagel und mit Florian Ludewig, ja, sie haben uns und der Rainbow Flame eine Hymne gewidmet, die gerade jetzt um die Welt geht, die gerade sogar in Russland gehört wird und die uns daran erinnert, dass es unsere Pflicht ist, alles dafür zu tun, dass wir sie beschützen. Unsere Liebe. Alle Künstler haben unmissverständlich kostenlos ihre Talente zur Verfügung gestellt und alle Erlöse aus dem Verkauf werden wir, sobald die Abrechnung der Online-Musikportale kommt, ja, alle Erlöse werden wir dann an russische LGBTI-Projekte spenden. Und auch gerade deswegen bitten wir euch nochmal, ladet den Song runter, postet unser Video und erzählt euren Freunden davon. Liebe Romy Haag, wenn du hier bist, liebe Freunde, die an diesem Musikvideo mitgearbeitet haben, im Namen von uns allen und im Namen von der russischen Community, vielen herzlichen Dank für unsere Hymne. Unser Dank gilt auch ganz besonders einer Organisation, die sich hier in Deutschland unermüdlich für die Rechte der Community in Russland einsetzt. Unser Dank gilt dem Verein Quartira. Viele von uns haben noch nie etwas von Quartira gehört und es wird jetzt langsam Zeit, dass sich das ändert. Quartira kümmert sich gerade ganz aktuell um die Menschen, die ihre Heimat Russland verlassen müssen, nur
weil sie unter Putins Anti-Homo-Propagandagesetz nicht mehr in Würde Mensch sein dürfen. Die Zahl der russischen LGBTI-Menschen, die hier in Deutschland Asyl ersuchen, steigt immer mehr. Und genau darüber reden wir jetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, Vanja Kilber von Quatira, herzlich willkommen. Vanja, ihr kümmert euch im Moment, das habe ich gerade gesagt, um Asylsuchende. Wie viele sind es? Kommen noch mehr? Wie ist die Situation? Zurzeit betreuen wir ungefähr 11 Asylsuchende aus Russland und aus anderen russischsprachigen Ländern, zum Beispiel Kirgisien. Und es melden sich immer mehr Leute. Gestern Nacht kam eine Nachricht von 2 schwulen Männern aus Russland, die jetzt nach Bayern einreisen wollen, und es wird wieder Hilfe gesucht. Jetzt müssen wir nach Bayern fahren, um sie dort mit Anwälten zu versorgen und so weiter. Wie bezahlt ihr das? Also erstmal bezahlen wir das aus der eigenen Tasche oder von den wenigen Spenden, die wir einsammeln können. Und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir haben gestern Abend miteinander telefoniert und ich habe dich gefragt, wie viele Spenden ihr im Moment so bekommt. Was kommt denn so im Moment am Tag bei euch an Spenden an? In der Woche sind es ungefähr 70, 100 Euro. Also 70 bis 100 Euro die Woche, ja, für die Betreuung, A für eure Arbeit und B für die Betreuung der Asyl. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir sind ungefähr 10 aktive Mitglieder und 60 Mitglieder im Quartierverein. Und wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, alle Kosten gehen für die Anwälte, fürs Dolmetschen, oder wenn es nicht geht, dann übernehmen wir das Dolmetschen selbst. Ja. Sag mal, wir haben auch hier auf unseren Infowänden sehr viel über Kinder gesprochen. Wir haben über die Kinder 404 gesprochen und wir haben auch darüber geredet und informiert, dass die Dame, die diese Seite Kinder 404 gegründet hat, ja dann angezeigt worden ist. Kannst du uns etwas zu der Gruppe 404 sagen und wie der Stand der Dinge ist bei der Anzeige, die gerade gelaufen ist? Kinder 404, der Name steht für eine Fehlermeldung. Ihr kennt das wahrscheinlich alle aus dem Internet. Wenn eine Seite nicht aufgerufen werden kann, dann heißt es Fehler 404. Genauso steht jetzt der Name Kinder 404 dazu da, dass diese Kinder nicht gefunden werden, dass die nicht existieren sollten, also die schwulen, lesbischen, bi- und Transkinder in Russland. Und da gibt es eine Journalistin, die sie betreut, die deren Geschichten alle aufsammelt. Und es sind Tausende von Briefen, die teilweise vom unsäglichen Leid zeugen. Die unterstützen einander aber. Es ist wahrscheinlich die einzige Ressource im ganzen russischen Internet, wo Jugendliche einander unterstützen können. Ja, ähnlich wie It Gets Better Project. Und die Leiterin ist ja jetzt angezeigt worden. Die Leiterin, und jetzt kommt die gute Nachricht, ist gestern freigesprochen worden und das möchten wir alle mal feiern. Es gibt auch Platz für gute Nachrichten. Wir freuen uns sehr. Jetzt haben wir dich ja gefragt, wir wollen ja gerne Geld nach Russland spenden und wir haben uns lange Gedanken gemacht, wen unterstützen wir dort. Und wir haben uns einfach mal mit dir darüber unterhalten, weil du hast ja den sehr engen Kontakt auch zu den russischen Organisationen und du hast uns eine Empfehlung ausgesprochen, wohin unser Geld gehen soll. Sag uns bitte nochmal, wen du uns empfiehlst. Also ich empfehle eine Dachorganisation, den Dachverband LGBT Network Russia, der ungefähr 16 bis 18 verschiedene Organisationen in Russland, in Moskau, St. Petersburg, in den Provinzstädten vereint. Viele kleine Initiativgruppen, aber auch größere Projekte. Und dieser Dachverband kann auch mit dem Geld umgehen, das auch weiterverteilen, sodass ihr nicht nur an eine Organisation spendet, sondern auch viele Projekte innerhalb Russland damit finanziert. Sie haben auch ein sicheres Konto? Sie haben ein sicheres Konto, also was nicht
was sie absichert, dass sie nicht als ausländische Agenten nach dem neuen Gesetz verurteilt werden können. Und dazu stehen nämlich Strafen bis zu 20.000 €. Das würde ein Budget einer jeden ehrenamtlichen Organisation sprengen. Absolut. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir haben 31.000 € gesammelt. Wir haben uns überlegt, nach Abzug wir haben noch nicht alle Rechnungen da, aber wir haben jetzt ein bisschen geschätzt und wir wissen so ungefähr, was auf uns zukommt. Nach Abzug aller Kosten für die Rainbow Flame, 16 Tage und 15 Nächte, bleiben uns 9.740 € übrig. Und wir haben beschlossen, dass wir 4.740 € an diese Organisation nach Russland überweisen werden. Lass dich umarmen, eigentlich. So. Und da wir uns gedacht haben, ihr arbeitet hier in Deutschland, setzt euch sehr stark ein für die Rechte eurer Landsleute ein. Wir wissen, dass ihr 70 bis 100 € am Tag bekommt. Ihr müsst zum Teil mit eurem privaten Geld diese Menschen, die jetzt ihr Land verlassen müssen, betreuen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Summe von 5.000 € an Quartierer spenden, damit ihr diese Menschen betreuen könnt. Es wird mir gerade sehr warm und ich weiß nicht, ob es an der Flamme hier liegt oder an ganzen Spenden, die ihr alle hier anwesend und die ich jetzt gerade nicht sehe, oder ob es daran liegt, an eurer Anteilnahme. Ich kann euch versichern, es ist eine sehr pointierte Hilfe, die wir da leisten. Und es sind Menschenschicksale, von denen ich jetzt nicht ganz offen berichten darf, weil sie unter juristischen Anwaltsgeheimnis oder wie auch immer das heißt, stehen. Aber es ist ein sehr gut angelegtes Geld. Vielen Dank. Das war Vanja Kilber von Verein Quartierer. Danke dir. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir mit unserem kontinuierlichen Protest und mit der Rainbow Flame es nicht schaffen werden, diese Anti-Homo-Propaganda-Gesetzgebung abzuschaffen. Wir können auch nicht die Gewalt verhindern, die die weltweite LGBTI-Community erfährt. Wir können aber Aufmerksamkeit schaffen. Wir können aufklären. Wir können denen, die behaupten, Homosexualität ist eine Wahl, eine Gegenfrage stellen. Wann hast du dich entschieden, hetero zu werden? Und wir können der Community in aller Welt zeigen, wir sind bei euch. Wir können ihnen versprechen, dass wir nicht müde werden, dass wir weitermachen. Die Presse hat uns gefragt, ob die Rainbow Flame erfolgreich war. Und ihr habt mit euren Gästebucheinträgen hier an der Rainbow Flame und mit euren vielen Zuschriften auf diese Frage geantwortet. Und einige dieser Antworten möchte ich euch jetzt vorlesen. Eine Flamme kann am Sonntag verlöschen und die Mahnwache kann im Äußeren zu Ende sein. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass keine Energie, die einmal ins Leben gerufen wurde, aufhören kann. Die Flamme brennt. Wir haben sie angezündet, wir haben sie am Leben gehalten, wir haben sie gehegt und gepflegt. Wir haben für sie gefroren, mit ihr gelacht, vor ihr getanzt, uns fotografiert und uns fotografieren lassen. Wir haben um sie diskutiert, geredet, argumentiert und zugehört. Wir haben uns dort kennengelernt, verstanden, missverstanden. Wir sind uns begegnet, haben uns umarmt und wiedererkannt. Wir haben Brücken gebaut, Gräben überwunden, Schmerzen und Erlebnisse geteilt. Wir sind aufeinander zugegangen und vielleicht auch über Schatten gesprungen. All das ist und wird bleiben. Ein anderer schreibt:
Ich sitze hier seit einer gefühlten Ewigkeit und überlege, wie ich es in Worte fassen kann. Ich bin so überwältigt, dass ich schon fast ein wenig Angst vor Sonntag habe. Ich danke den Mitmahnenden für die unbeschreibliche Zeit. Danke für all die herzerwärmenden Umarmungen. Danke für diesen Zusammenhalt. Danke für eure Geschichten. Ich habe hier eine neue Familie dazu gewonnen. All diese Energie hat sich sicherlich auf die Menschen übertragen. Unser Protest war nicht wild, laut und plakativ. Wir waren zutiefst emotional, menschlich und ergriffen. Ich glaube, dass unsere Gespräche und kleinen Gesten zum Nachdenken und Umdenken geführt haben. Jetzt sind wir eine Community, in der Toleranz und Respekt gelebt und auch weitergegeben werden kann. Eine andere sagte, Menschen auszugrenzen und verfolgen, weil sie anders sind, das fand ich schon immer scheiße. Je älter ich werde, umso mehr. Das, was da in Russland und in Afrika in letzter Zeit, aber auch zunehmend wieder in unserem eigenen Land passiert, ist erschreckend. Ich denke dabei nicht nur an die, die verfolgt werden, sondern auch an deren Freunde und Familien, die vermutlich oft voller Sorge sind. Und vor allem denke ich an die Mütter. Ich bin selbst eine. Und ich weiß, wie es ist, wenn man mit einem unguten Gefühl zu Hause sitzt, während die eigene Tochter mit ihrer Freundin händchenhaltend unterwegs ist. Ich kenne und ich hasse es, Angst zu haben, dass sie angegriffen werden, einfach dafür, dass sie anders sind. Übergriffe auf homosexuelle Paare kennen wir hierzulande auch, wenn auch nicht in dem schrecklichen Ausmaß wie in Russland oder in anderen Teilen der Welt. Wenn mir dabei schon mulmig zumute ist, wie muss es dann erst einer russischen Mutter gehen? Und auch wenn tätliche Angriffe auf Homosexuelle, zumindest hierzulande, vielleicht nicht an der Tagesordnung sind, auch verbale Attacken und die ganz alltägliche Herabsetzung und Ausgrenzung, wenn meine Tochter mir von solchen Erlebnissen berichtet, lässt mich das nicht kalt. Das muss aufhören. Wir reden zu Hause oft über dieses Thema, aber nur darüber zu reden, ist manchmal einfach nicht genug. Deshalb war ich am Potsdamer Platz und habe die Rainbow Flame bewacht, zusammen mit meinem Kind. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Putin behauptet, dass 80% der russischen Bevölkerung seinem Anti-Homo-Propagandagesetz zustimmt. Wir hatten hier an der Rainbow Flame sehr viele russische Besucher, die mit uns hier ins Gespräch gekommen sind. 80% der russischen Touristen, die uns hier angesprochen haben, haben sich bei uns bedankt, dass wir hier stehen. 80% dieser russischen Landsleute haben uns umarmt. Einige sagten sogar, danke, dass ihr all das hier für unser Land tut. Unser Dank und vor allen Dingen diesen Dank der russischen Bevölkerung hier an der Rainbow Flame können wir nun an euch alle hier auf dem Potsdamer Platz weitergeben. Dieser Dank gilt auch all unseren Unterstützern auf Facebook. Über 23.000 Menschen aus aller Welt, die sich euch allen auf Facebook angeschlossen haben. 23.000 Menschen, die mit euch sagen, enough is enough, open your mouth, stop Homophobia. Vielen Dank. Das war die Rainbow Flame. Das ist die Rainbow Flame. Ihr seid die Rainbow Flame. Wir danken euch für alles, was ihr hier in den letzten 16 Tagen und 15 Nächten geleistet habt. Wir danken euch für euer Vertrauen in uns. Und wir versprechen euch, wir machen weiter. Wir haben begriffen, dass wir diese Flamme nicht einfach so erlöschen können. Und deswegen wollen wir euch jetzt eure Flamme
zurückgeben. Lasst uns dieses Gefühl, lasst uns diese Flamme mitnehmen. Lasst uns gemeinsam diese Flamme in unsere Community weitertragen. Nur gemeinsam können wir etwas verändern. Und nur gemeinsam können wir laut genug sagen, Stop Homophobia! that I heard of once in a love.
out like lemon drops, away above the chimney.